Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost. Schönen guten Abend oder mitten in der Nacht. Melde ich mich mal. Ich muss leider umziehen. Ich war oben in der Nähe der Mill Creek Fire Station oben auf dem Berg. Ich habe gedacht, ich fliege mit dem Zelt weg. Und da habe ich kurzerhand alles zusammengepackt. Und der nächste Zeltplatz von dort aus ist 3 Meilen. Und es ist ein bisschen creepy. Ich muss jetzt hier zum einen durch so ein Buschfracking und zum anderen muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt hier rechts nicht abstürze. Und in einer halben Meile kommt dann eine Straße mit nochmal einer kleinen Campsite. Und sobald da ein bisschen Windstill ist, werde ich mich da niederlassen. Wir haben es jetzt hier fast 2 Uhr nachts und ja, ich will langsam mal zum Schlafen kommen. Schönen guten Morgen. Die stürmische Nacht ist vorbei. Naja, es windet noch sehr. Ich habe dann, wie gesagt, auf dem Weg geschlafen. Heute ist Tag 23. Jetzt wird es windig. Jetzt mache ich erstmal einen Break. Ja, also nochmal zurück zu meinem Umzug heute Nacht. Ich hatte eigentlich ein super Fleckchen gefunden für mein Zelt mit Aussicht auf die Stadt. Und schön eben alles. Und es war auch windstill beim Aufbau. Aber irgendwie hat sich dann innerhalb kürzester Zeit da was zusammengebraut. Im Wetterbericht habe ich davon nichts gehört, dass irgendwie was aufziehen soll. Und dann habe ich mich dann entschieden, umzuziehen, weil es drohte wirklich alles wegzufliegen, alles kaputt zu gehen. Und bin dann ein Stückchen weitergelaufen durch die Dunkelheit. Gott sei Dank war Vollmond, da ging es halbwegs. 3 Meilen sollte eigentlich noch ein Zeltplatz kommen. Ja, kam aber nichts. Das größte Problem war eigentlich, dass ich mein Zelt nur notdürftig zusammengepackt habe und habe dann auf den 3 Meilen mein Gestänge verloren. So, was machst du denn jetzt? Habe ich ein bisschen improvisiert. Hatte mir dann einen windgeschützten Teil direkt auf dem Weg gesucht. Foto blende ich euch ein. Habe dann mit 4 Abspannleinen habe ich dann das Zelt und 2 Trekkingstöcken so ein bisschen stabilisiert. Alles rein, nur die Matte hin, Schlafsack und irgendwie durch die Nacht kommen. Und heute früh alles noch fix zusammengepackt. Wir sind jetzt unterwegs zum KOA, Campground of America. Wenn ich sage wir, ist Thomas ist hinter mir. Der hat meine Stängel Gott sei Dank gefunden und wird mir das mitbringen. Wir werden noch mal einen großen Stopp machen, bevor wir dann gleich die letzten 10 Meilen zum KOA angehen. Und im KOA, da werden wir dann mal entspannen, aber richtig runterfahren. Da werden wir Wäsche waschen. Hier werden wir gut essen, unsere Päckchen abholen. Die haben wohl einen Pool, die haben Waschmaschine, die haben Trockner, die haben eigentlich alles. Und da kann auch mal das ganze Zeug trocknen, was jetzt alles nass geworden ist.
So, wir sind jetzt gleich am KOE Campground. Es hat sich mal wieder gezogen, wie immer. Knapp eine Meile noch. Und den Tag drauf geht es dann zu den Basket Rocks.